Wir betrachten den Tod von Eddard Stark auf den Stufen der großen Septe von Baelor gemeinhin als eine der größten Tragödien der modernen Fantasy-Literatur. Wir sehen ihn als den Moment, in dem die Unschuld von Westeros starb und das Zeitalter des Blutes begann. Doch wenn wir diese sentimentale, fast schon romantische Linse ablegen und die Machtstrukturen von Königsmund rein analytisch betrachten, erkennen wir eine viel faszinierendere, kältere Wahrheit. Ned Starks Tod war keine Tragödie. Er war eine zwingende systemische Notwendigkeit. Eine gewaltsame, aber unausweichliche Korrektur eines politischen Systemfehlers. Willkommen beim Lore-Kompass. Heute sezieren wir nicht einfach nur eine alternative Zeitlinie. Wir demontieren die gesamte politische Architektur von Westeros anhand einer einzigen Variablen. Was wäre passiert, wenn König Joffrey sich an die Abmachung gehalten hätte? Wenn das Schwert nicht gefallen wäre, Ned Stark seine Ländereien verloren hätte und als gebrochener Mann an die Mauer geschickt worden wäre, um das Schwarz zu nehmen. Um zu verstehen, warum sein Überleben das Reich nicht gerettet, sondern in eine weitaus gefährlichere, toxische Lähmung gestürzt hätte, müssen wir uns der politischen Philosophie zuwenden. Eddard Stark ist die wandelnde Personifikation der kantischen Pflichtethik. Er handelt nach dem kategorischen Imperativ. Eine Handlung ist für ihn nur dann moralisch richtig, wenn sie aus reinem Pflichtgefühl und Ehre geschieht, völlig unabhängig von den Konsequenzen für ihn selbst oder das Reich. Der Hof von Königsmund hingegen operiert strikt nach den Lehren von Niccolò Machiavelli. Hier gilt die reine Realpolitik, der absolute Utilitarismus. Das Überleben der eigenen Dynastie und die Festigung der Macht rechtfertigen jedes erdenkliche Mittel. Lüge, Erpressung, Verrat sind keine Sünden, sondern Werkzeuge. Man kann einen extremen Kantianer nicht in ein machiavellistisches Machtzentrum integrieren. Das System wird ihn abstoßen oder vernichten. Ned Starks bloße Existenz als Hand des Königs war eine Anomalie, die das korrupte Gleichgewicht bedrohte. Als Ned jedoch das falsche Geständnis ablegte, um seine Töchter zu retten, opferte er sein eigenes philosophisches Fundament. Er brach unter dem Druck des Systems zusammen. Hätte Joffrey ihn nun an die Mauer geschickt, hätte das System einen perfekten Sieg errungen. Ein toter Feind ist ein Märtyrer, der Armeen mobilisiert. Ein lebender, geständiger Feind in Ketten ist das stärkste Instrument der geopolitischen Unterdrückung, das man sich vorstellen kann. Historisch gesehen, wenn wir auf das mittelalterliche Europa und das Heilige Römische Reich blicken, war das politische Exil eines hochrangigen Fürsten immer ein zweischneidiges Schwert. Man schuf lebende Symbole des Widerstands. Doch im Falle von Westeros und der spezifischen Geografie des Nordens hätte Ned Starks Exil wie eine chemische Kastration der nordischen Militärmacht gewirkt. Betrachten wir die unmittelbare militärische Lage. Robb Stark hat die Banner gerufen. Die größte Streitmacht des Nordens marschiert nach Süden, angetrieben von Wut und dem heiligen Recht der Lehnsherren, ihren ungerecht inhaftierten Lord zu befreien. Doch in unserer alternativen Zeitlinie erreicht sie am Nacken oder in den Flusslanden die Nachricht, Eddard Stark hat Hochverrat gestanden. Er hat Joffrey als rechtmäßigen König anerkannt und ist auf dem Weg zur Mauer. In diesem exakten Moment verdampft Robb Starks Casus Belli. Sein rechtmäßiger Kriegsgrund existiert rechtlich nicht mehr. Würde Robb jetzt den Krieg gegen die Krone fortsetzen, wäre das kein Verteidigungskrieg mehr, sondern ein unprovozierter, illegaler Akt der Rebellion gegen einen König, den sein eigener Vater gerade vor den Göttern legitimiert hat. Schlimmer noch, jeder Schritt, den Robbs Armee weiter nach Süden macht, ist ein direktes Todesurteil für Ned Stark. Tywin Lannister würde sofort Raben aussenden mit einer unmissverständlichen Botschaft an die Eskorte: Wenn die Nordmänner nicht umkehren, wird Lord Starks Kopf an den nächsten Baum genagelt. Der Norden ist somit militärisch paralysiert. Tywin Lannister, der brillanteste Stratege seiner Zeit, muss keine einzige Schlacht gegen die Nordmänner schlagen. Er nutzt Ned Stark als die ultimative, unausgesprochene Geisel. Solange Ned auf dem Königsweg reist und später an der Mauer dient, liegt der Norden in Ketten, geschmiedet aus der Liebe eines Sohnes zu seinem Vater. Diese Lähmung hat verheerende soziologische und innenpolitische Konsequenzen für das Haus Stark. Wir kennen die nordischen Lords,
Männer wie der große Jon Umber oder Rickard Karstark respektieren nur absolute Stärke. Sie sind hergezogen, um Blut zu vergießen. Nun zwingt Robb sie, umzukehren, weil ihr verehrter Lord Eddard Hochverrat gestanden hat. Die Ehre des Hauses Stark, die härteste Währung am Norden, ist bankrott. Der Frust, die Demütigung und die Wut dieser nordischen Lords würden sich nicht gegen die Lannisters richten, da diese unerreichbar sind. Sie würden sich nach innen kehren. Und hier tritt Roose Bolton aus den Schatten. Bolton würde keinen offenen Krieg führen. Er würde die aufkeimende Unzufriedenheit der Karstarks und Dustins nutzen. Eine langsame, giftige Zersetzung der Stark-Autorität begänne. Robb Stark würde nicht durch einen heroischen Verrat bei einer roten Hochzeit sterben. Er würde als ein schwacher, handlungsunfähiger Lord von Winterfell in die Geschichte eingehen, dessen Macht durch interne Intrigen und leise Meutereien von Haus Bolton Stück für Stück demontiert wird, während Tywin Lannister aus der Ferne lächelnd zuschaut. Während der Norden sich selbst zerfleischt, richtet sich unser Blick auf die Makroökonomie und die Thronkriege am Süden. Stannis Baratheon kennt die Wahrheit über Joffreys Bastardstatus. Er ist der rechtmäßige Erbe und er wird angreifen, völlig unabhängig davon, was am Norden passiert. Doch ohne den Krieg der 5 Könige, der die Ressourcen der Lannisters in den Flusslanden bindet, ist die strategische Ausgangslage grundlegend anders. Tywin Lannister kann die ungeteilte, massive Militärmacht der Westlande, kombiniert mit den königlichen Truppen, ausschließlich gegen Stannis richten. Die Tyrells, die sich ohnehin immer auf die Seite des sichersten Siegers schlagen, würden die Allianz mit den Lannisters viel früher und reibungsloser eingehen, da Renly Baratheons Rebellion ohne die allgemeine Kriegspanik im Reich möglicherweise gar nicht erst so massiv ausgefallen wäre oder schnell durch Assassinen beendet worden wäre. Wenn Stannis nun Königsmund angreift, trifft er nicht auf eine verzweifelte, dezimierte Stadtverteidigung, sondern auf eine perfekt vorbereitete, übermächtige Lannister-Tyrell-Allianz. Stannis würde am Schwarzwasser nicht nur besiegt, er würde restlos vernichtet werden. Die Lannister-Hegemonie wäre zementiert. Doch Frieden unter einer Lannister-Herrschaft ist kein echter Frieden. Es ist eine Diktatur, die auf einer massiven ökonomischen Blase aufbaut. Die eiserne Bank von Braavos fordert ihre Kredite zurück. Tywin Lannister bräuchte dringend neue Einnahmequellen. Mit einem handlungsunfähigen Norden, der durch Ned Starks Leben erpresst wird, würde Tywin beginnen, den Norden wirtschaftlich auszubluten. Extreme Steuern auf Holz, Silber und Pelze würden erlassen werden. Das Reich würde in eine Phase der extremen Ausbeutung und der totalitären Kontrolle übergehen, geschützt durch die eiserne Faust der Königsgarde und Tywins rücksichtslose Diplomatie. Doch das wahre epische und psychologische Drama dieser alternativen Zeitlinie spielt sich nicht in den Thronsälen des Südens ab, sondern am eisigen Ende der Welt. Verlassen wir die Machtpolitik und betrachten wir die menschliche Seele. Ned Stark erreicht die Schwarze Festung. Stellen wir uns diesen Moment vor. Ein Mann, der einst über einen halben Kontinent herrschte, abgekämpft, physisch gezeichnet von den Kerkern Königsmunds, legt den Eid der Nachtwache ab. Er schwört, keine Kronen zu tragen, keinen Ruhm zu gewinnen und sich in die Konflikte des Reiches nicht einzumischen. Er verliert seinen Namen, seine Titel, sein Haus, aber er verliert nicht sein Gedächtnis. Ned Stark trägt die zerstörerischste Information der bekannten Welt in seinem Verstand. Joffrey Baratheon ist eine Abscheulichkeit, geboren aus dem Inzest zwischen Cersei und Jaime Lannister. Hier stoßen wir auf das ultimative ethische Paradoxon, das Ned Starks Geist unweigerlich zerrissen hätte. Wenn er sein Wissen offenbart und Briefe an die verbliebenen treuen Lords des Reiches schickt, bricht er sofort und unwiderruflich den Eid der Nachtwache, den er gerade vor den alten Göttern geschworen hat. Er mischt sich in die Kriege des Reiches ein. Er würde als zweifacher Verräter und Eidbrecher gelten. Wenn er jedoch schweigt, macht er sich zu einem stummen Komplizen der größten politischen Lüge der Geschichte. Er lässt zu, dass die Lannisters, die Mörder seines Freundes Robert und die Zerstörer seiner eigenen Familie weiterhin unangefochten herrschen. Für einen Mann, dessen gesamte Identität auf der strikten Einhaltung von Ehre und Wahrheit basiert, ist dies eine psychologische Folterkammer, aus der es kein Entrinnen gibt. Er wäre an der Mauer nicht zu einem weisen stoischen Anführer wie Jeor Mormont geworden.
Die kognitive Dissonanz zwischen dem, was er weiß, und dem, was er geschworen hat zu tun, hätte ihn in eine tiefe, stumme Depression gestürzt. Er wäre eine leere Hülle geworden, ein Geist in Schwarz, der über die eisige Weite starrt und weiß, dass sein Überleben das Reich verdammt hat. Es gibt jedoch eine einzige Variable, die diese Gleichung an der Mauer noch komplexer macht: Jon Schnee. Wir erinnern uns an das Versprechen, das Ned John gab, als sie sich auf dem Königsweg trennten. Das Versprechen, bei ihrem nächsten Treffen über Jons Mutter zu sprechen. Nun treffen sie sich wieder, nicht als Lord und Bastard, sondern als Brüder der Nachtwache. Ned, in seiner absoluten moralischen Erschöpfung, erkennt, dass seine Geheimhaltungspolitik alles zerstört hat. Er sieht Jon, einen jungen Mann, der sein ganzes Leben lang unter dem Stigma des Bastards gelitten hat. In dieser alternativen Zeitlinie würde Ned nicht länger schweigen. Er würde Jon die Wahrheit sagen. Nicht durch eine mystische Vision eines dreiäugigen Raben Jahre später, sondern durch die direkten Worte des Mannes, der ihn aufgezogen hat. Er würde Jon offenbaren, dass er Aegon Targaryen ist, der wahre Erbe des Eisernen Throns. Wie würde ein junger, ungestümer Jon Schnee reagieren, der noch nicht die reife Führungspersönlichkeit späterer Jahre entwickelt hat? Jon ist an die Mauer gekommen, um einen Platz in der Welt zu finden. Nun erfährt er, dass ihm die ganze Welt gehört, aber dass er sie nicht beanspruchen kann, ohne einen Eidbruch zu begehen, genau wie sein Onkel Ned. Diese Enthüllung am Anfang von Jons Reise würde seine Charakterentwicklung völlig verändern. Statt sich auf die Bedrohung durch die Wildlinge und die weißen Wanderer zu konzentrieren, wäre Jons Verstand mit seiner eigenen königlichen Identität und der Rache an den Lannisters beschäftigt. Die Nachtwache, die ohnehin schon politisch gespalten ist, würde durch die Anwesenheit des wahren Königs und des ehemaligen Lords von Winterfell in ein internes Machtvakuum stürzen. Dies führt uns zur finalen, existenziellen Konsequenz von Ned Starks Überleben. Das eigentliche Überleben der Menschheit. Der Krieg der 5 Könige war ein brutales, sinnloses Gemetzel, das Zehntausende Leben kostete. Doch aus rein makrohistorischer und militärischer Sicht hatte dieser Krieg eine makabre Funktion. Er weckte Westeros auf, er zwang die Armeen, sich zu mobilisieren, er schmiedete kampferprobte Kommandanten, er zerstörte die Illusion eines ewigen Sommers und brachte die brutale Realität des Überlebenskampfes zurück in das Bewusstsein der Lords. In unserer alternativen Zeitlinie gibt es diesen Krieg nicht. Die Lannister-Tyrell-Allianz herrscht über ein befriedetes, aber vollkommen unvorbereitetes Reich. Die Höflinge in Königsmund feiern dekadente Feste, während die Iron Bank die Wirtschaft kontrolliert. Militärische Innovation und Bereitschaft stagnieren. Die Warnungen der Nachtwache über die Rückkehr der Weißen Wanderer würden in diesem friedlichen, arroganten Westeros noch weniger Gehör finden als ohnehin schon. Ein Reich, das nicht gelernt hat, durch Schmerz und Krieg zu bluten, wird träge. Wenn die lange Nacht schließlich hereinbricht und der Nachtkönig die Mauer durchbricht, trifft er nicht auf ein Westeros, das durch den Krieg der 5 Könige abgehärtet und verzweifelt genug ist, um sich selbst den unwahrscheinlichsten Allianzen wie der mit Daenerys Targaryen zu öffnen. Er trifft auf eine fette, ignorante Bürokratie, die ihre Armeen in den südlichen Kasernen belassen hat. Das Reich der Menschen würde unter der Lannister-Herrschaft einfach überrannt werden, weil es die Mechanismen der totalen Mobilmachung verlernt hat. Die kalte architektonische Wahrheit der Erzählung lautet: Ein faulendes, korruptes politisches System kann nicht durch friedliche Kompromisse gerettet werden. Es muss bis auf die Grundmauern niederbrennen, damit aus der Asche Verteidiger geschmiedet werden können, die fähig sind, der wahren apokalyptischen Bedrohung entgegenzutreten. Eddard Starks Ehre war zu rein für die Realpolitik von Königsmund. Sein Tod war der systemische Schock, den Westeros brauchte, um aus seiner tödlichen Lethargie zu erwachen. Sein Überleben hätte den Krieg der Könige verhindert, ja. Aber es hätte den Krieg um die Dämmerung und damit das Schicksal der gesamten Menschheit unweigerlich besiegelt. Manchmal erfordert die Logik der Rettung das Opfer der Gerechtigkeit. Wie bewertet ihr die systemische Stabilität einer reinen Lannister-Herrschaft? Wäre Tywin Lannister in der Lage gewesen, das Reich auf die Bedrohung aus dem Norden vorzubereiten, wenn er nicht durch innere Kriege abgelenkt gewesen wäre? Oder seht ihr die Stagnation des Systems als unvermeidlich an? Analysiert die geopolitische Lage mit mir in den Kommentaren. Wenn euch diese Art der tiefen, strukturellen Demontage von Fiktion gefällt, abonniert den Lore Kompass.
Wir haben noch viele Universen zu kartografieren. Bis zur nächsten Analyse.